Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Anastasia und eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Es ist so wesentlich, genau jetzt, ganz tief zu verstehen, dass jeder ein großes Wesen ist und unvorstellbare Fähigkeiten eigentlich als Potenzial zur Verfügung hat, die einfach über Jahrhunderte und Jahrtausende klein gehalten wurden und sich sehr viel nicht voll entfalten konnten. Wir haben 12 DNAs zur Verfügung eigentlich. In der Regel sind 1 oder 2 davon aktiviert. Die DNAs sind für unsere Fähigkeiten zuständig. Die Zirbeldrüse ist für unsere Fähigkeiten zuständig. Wie viel ist die Zirbeldrüse nicht wirklich voll in Gang und nicht gereinigt, sondern zu. Und es ist so wesentlich zu wissen, dass die Verbindung zu der Energie in dir, die durch alle Inkarnationen hindurchgeht und die immer da ist, auch wenn man den Körper verlässt oder wieder hineinkommt, die ein Kontinuum unten drunter ist, die wahrnehmen kann, dass wir in einem bestimmten Bewusstsein in uns geboren werden, ein Leben als Mensch leben und sterben beziehungsweise den Körper wieder verlassen. Dieser Teil in uns ist unglaublich wissend. Dieser Teil ist mit allem verbunden. Dieser Teil ist entscheidend und jeder einzelne Mensch hat Zugang potenziell dazu und auch zu seinen Fähigkeiten. Wir haben so viel Möglichkeiten, wenn wir anfangen zu erkennen, dass das, was unsere Gesellschaft ausmacht, das, was uns in der Regel durch den Alltag hindurchführt, nämlich der Verstand, das Verstandesbewusstsein, das ein Alltagsbewusstsein, was einfach den ganzen Tag in uns herumquatscht und sofort irgendwelche Anweisungen, und der ist doof und der ist richtig und so weiter oder du bist selber, also was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Was ist denn das für eine Katastrophe? Du bist ja überhaupt nichts wert. Diese Stimme, die da permanent in uns jeden Tag und jede Sekunde herumplappert, dass das Ganze, dieser sogenannte Verstand, wie ich ihn nenne, der da vor sich hin plappert, gar nicht zu uns gehört und da ist, dass du genau das nicht hören kannst, nämlich diese feine, leise innere Stimme in dir, die angeschlossen ist an deine Intuition, die angeschlossen ist, sagen wir aber auch an das Bauchgefühl, die angeschlossen ist und das Tor ist zu diesem Anteil in dir, diese Grundenergie, die Zugang zur gesamten Weisheit und Wissen hat und zu den Fähigkeiten, die du eigentlich in der Lage bist zu leben. Diese Dieser Verstand, der permanent in dir mit der Angst arbeitet, der dich manipuliert, dich klein hält, dich komplett weghält von dem Anteil in dir, der alles weiß, der alles kann, der alles erschaffen kann.
Das ist unvorstellbar wesentlich, das zu wissen. Und das ist natürlich sehr, sehr lange geheim gehalten worden von den Menschen. Das sollten sie auf keinen Fall wissen. Und es geht aber genau hier drum. Denn wenn wir ein Leben aus dem Verstand, aus der Angst geführt leben, nach außen gerichtet leben, der Verstand erzählt uns ja, wie ich immer wieder sage, außen ist die Realität. Wenn wir daraus leben, erschaffen wir ein gesamtes Leben, was vollgefüllt ist mit sehr vielen Schwierigkeiten, Mühsal, ganz klein, wo wir nur kleine Brötchen backen können, wo wir überhaupt nicht wirklich unserer Freude folgen können, wo wir sogar sehr viel einfach nur in einem gewissen Überlebensmodus unterwegs sind. Und der ganze Teil, der alles kann, der alles erschaffen kann, der alles verändern kann, der alles weiß, liegt brach, ist nicht benutzt, schläft vor sich hin. Der Teil in dir, der dich sofort in eine ganz andere Dimension führen kann von Freude. Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo wir der Angst folgen, leben wir nur limitiert. Wenn wir durch die Angst hindurchgehen, fängt hinter der Angst überhaupt erst wirklich Leben an. Und dieser Verstand arbeitet ja mit der Angst. Diese Manipulation, der Verstand ist wirklich eingesetzt. Der gehört nicht zu dir. Er ist aber in deinem Kopf, deswegen denkst du, er gehört zu dir. Aber wie viel Quatsch redet er dir oft den ganzen Tag ein? Was überhaupt nichts mit dir wirklich zu tun hat, mit deinem Herzen. Dein Herz ist der Zugang zu deinem unsterblichen Anteil, der mit allem verbunden ist. Ja, das ist das Tor dahin. Die Sprache des Universums, deines unsterblichen Seins ist Energie. Und das Herz kann diese Energie hören und umformulieren, sodass du das verstehen kannst, auch in deinem Tagesbewusstsein. Der Verstand ist mit dem gespeichert, was du erfahren hast, in diesem und in anderen Leben. Tatsächlich ziehen wir uns, auch wenn wir wieder sozusagen inkarnieren, Dinge an, wie Karma und so weiter, markante Erfahrungen, ja, die bleiben in unserem System, im Erinnerungssystem, im Verstand drinnen, bis wir sie aufgelöst haben und blockieren und boykottieren uns ständig. Und das ist alles etwas, was nicht zu dir gehört und was du auch gar nicht tatsächlich bist, sondern das hat alles mit der Matrix zu tun, was sich Leben nennt, wo du als Rolle ein Avatar drin spielst, mit dem du Erfahrungen machst als unsterbliche Seele. Und dieser brachliegende Teil in dir wartet jetzt, gesehen zu werden, gehört zu werden. Das ist unvorstellbar entscheidend. Und wenn du die kleinsten Schritte anfängst zu machen und durch eine Angst hindurchgehst, die dich zusammenschustert und sagt, das kannst du nicht. Nein, das machen wir niemals. Ja, aber deine Sehnsucht will dich woanders hinführen. Wenn du da gehst, durch die Angst hindurchgehst, ich habe jahrelang mit der Angst gespielt und unvorstellbare Erfahrungen gemacht. Ich habe gesehen, die gesamte Angst ist eine totale Fata Morgana, existiert gar nicht. Wenn ich hindurchgehe, erlebe ich Sensations, das macht sie so reell in meinem Körper, von Zittern, Schweißausbruch und nicht mehr denken können. Und wenn ich dort drinnen stehen bleibe, das beobachte und da durchgehe, ja, dann fängt die Freude an dahinter. Und wenn ich das immer wieder mache, werde ich immer mehr angstlos, weil ich sehe, weil ich einfach hinter den Schleier der Manipulation der Angst sehe. Wie viel Menschen, wie viel hast du nicht getan in deinem Leben, weil dich diese Fata Morgana von Angst davon abgehalten hat, voll frei dein Leben zu führen? Und zwar
groß und groß zu denken und viele Dinge aufzugreifen. Wie viel im Moment glaubst du der Angst der Gesellschaft und den Vorstellungen anderer Leute, die dir irgendwas erzählen, was dir Angst bereitet, wodurch du dein Leben überhaupt nicht richtig leben kannst, wo du weit weg von großer Begeisterung und Freude bist und Fülle und also ja, Lachen, Freude, Glück, glücklich sein, erfüllt sein, tief erfüllt sein. Weißt du, wie weit das weg ist von dir, ein Leben zu führen, was dich unbeschreiblich tief begeistert? Das ist so weit weg, wie du deinem Verstand anstatt deinem Herzen glaubst, anstatt in dieses Wissen, was in dir ist, einzutauchen und von dort genährt zu werden. 2006 habe ich ein unglaubliches inneres Erlebnis bei einer Meditation gehabt und ich wurde von innen an diesem unsterblichen Teil angeschlossen. Und ich habe so viele Wunder danach angefangen zu erfahren. Ich hatte keinen Lehrer, ich habe auch keine Drogen genommen. Ich habe auch nichts gesucht. Es ist von innen passiert. Und ich habe dort erkannt, was der Verstand mit uns macht. Ich habe hinter die Illusion vom Verstand und von unserer sogenannten Realität schauen können. Und ich habe das Ganze von innen, Learning by Doing, erfahren, was es bedeutet im Leben, wenn wir dieser zunächst einmal leisen inneren Stimme folgen. Wie sich die Fähigkeiten wieder anfangen zu entfalten. Durfte ich auf die Erde kommen und hellsichtige Fähigkeiten immer schon haben. Die haben sich enorm weiter ausgeweitet. Stell dir vor, diese Fähigkeit ist in dir vorhanden. Die liegt dort brach und wartet darauf, dass du sie wieder in Gang setzt. Stell dir vor, du hast in dir die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auf alles Antworten zu bekommen, und zwar Antworten, die absolut stimmen. Denn hier in diesem Anteil, das ist der ungetrennte Anteil, das heißt, der weiß über alles Bescheid. Das ist in dir brach. Und dann stattdessen folgst du vermutlich dem Verstand oder vielfach dem Verstand, der dir alles Mögliche erzählt, was überhaupt keine Realität ist, und dadurch erfährst du all diese Limitierungen und diese Beschränkungen und diese Schmerzen und diese Ängste. Als ich 4 Jahre alt war, wusste ich, warum ich inkarniert habe. Meine Kernaufgabe ist es, Menschen zu helfen, sich wieder rückzuverbinden zu diesem Anteil, der alles weiß, der alles kann und der vollkommen frei ist in dir. Wenn wir diesem Wissen folgen, das ist im Zusammenhang von allem, es folgt automatisch den Gesetzen der Natur. Es ist heilend und es bringt alles wieder zurück in die Balance, wie es gehört. Es ist Zeit, dass du erkennst, dass es an dir ist, deine Aufmerksamkeit von außen nach innen zu richten und zu erkennen, dass innen in dir dieser Anteil zu finden ist und dass die kleinen, leisen Dinge, die du weißt von innen, das ist, worauf es ankommt in deinem Leben und nicht der lauten, ständig ungefragt hereinplappernden Verstandesstimme zu folgen. Zumindest hast du hier die Möglichkeit, aus der Matrix aller Schwierigkeiten und Probleme im Leben auszusteigen und in ein Leben der größten Entfaltung und Freude zu gehen und auch des ganz klaren Wissens. Du musst dich nicht mehr um den Alltag kümmern, denn du wirst von Augenblick zu Augenblick perfekt geführt, wie du dir das überhaupt nicht ausdenken kannst. Ich lebe so seit 5 Jahren
Und es ist also wirklich ausschließlich so und es ist einfach fassungslos, das zu erfahren und diese Freude und diese Dankbarkeit im Herzen zu haben und einfach in die Welt zu schauen und zu denken, wie viele Menschen sind von der Illusion so verblendet, Illusion, Verstand, so verblendet, dass sie tatsächlich unvorstellbare Dinge tun und gegeneinander gehen und sich gegenseitig klein hauen und Angst haben und ein Leben führen, was gerade so sich überlebt, anstatt ihr volles Potenzial zu leben, was einfach da ist und vorhanden ist, in jedem Einzelnen. Das ist etwas, was wesentlich ist. Es ist an dir, das zu erkennen, es ist an dir, das zu entscheiden, das leben zu wollen, sodass alles in dir anfangen kann, sich neu auszurichten und dir das Universum antragen kann, wie du dich mit deinem Inneren verbinden kannst. Natürlich ist auch meine Arbeit durchgängig dafür da, um genau diese Verbindung wieder zu aktivieren. Es ist nur entscheidend, in die Größe, die du bist, die du nur vergessen hast, zurückzukehren und damit dich und die ganze Welt zu heilen. Denn tatsächlich nimmt jeder einfach seine Realität wahr. Wir haben sehr viele Parallelwelten hier auf der Erde, nicht nur eine. Jede spiegelt das jeweilige Bewusstsein wider. So können wir auch von Augenblick zu Augenblick unsere Timeline verändern und zu einer anderen überwechseln. Eine Timeline ist immer das, was wir in uns haben und in unserem Bewusstsein haben. Wenn wir also der Timeline von Angst folgen, werden wir auch all dem begegnen, wovor wir Angst haben. Das geht nicht anders, das ist Gesetz. Und wir bleiben nur noch stärker in der Illusion, in der Manipulation und in der Kleinhaltung und im Überlebensmodus. Oder aber du entscheidest dich dafür, jetzt den Schritt zu machen, mehr und mehr aus dieser Manipulation auszutreten und dir, deinem Herzen zu folgen und zu fühlen, was fühlt sich für dich wirklich stimmig an und dazu zu stehen. Und natürlich ist es so, dass die Programmierung vom Verstand wirklich absolut fiesest arbeitet und dich immer und immer boykottieren wird, wenn du anfängst, deinem Herzen zu folgen. Und es geht darum, zu lernen, innen stärker zu werden und zu sehen, wenn du dem Herzen folgst und durch die Angst gehst, zu sehen und zu erleben, welche Reichheit, welche Fülle einfach dahinter auf dich wartet und dich beschenkt. Das Universum ist voll von purer Liebe und nur da, um dich zu unterstützen und dich zu segnen. In dem Moment, wo du anfängst, in die Verbindung, die zum Universum gehört, nämlich zu dir selber, zu dem tiefen Kern, der nicht sterben und nicht geboren werden kann, ja, gehst und in dieses tiefe Fühlen, dieses tiefe innere Wissen, dieses tiefe, ja, dieser tiefe Strom, der schlussendlich ja auch für alles im Leben zuständig ist, ja, der weiß, wie du geboren wirst und wie du wieder stirbst und der dich führt sowieso und dir die Ereignisse anreicht, die du jetzt gerade erfährst in deinem Leben. Und immer wieder darauf wartet, dass du ihn bemerkst und mit ihm anfängst zu kooperieren. Die Liebe und die Unterstützung ist in unendlicher Form vorhanden. In dem Moment, wo du einfach erkennst, dass es an dir ist, den Shift aus der Verstandesführung und aus der Angst zu machen, hinein in die Liebe, in dein Herz, in die Angebundenheit und in das Vertrauen in das, was in dir sicher weiß, was immer von unten kommt. Es ist jetzt Zeit zu wandeln.
unvorstellbarer Segen liegt vor dir. Gehe, ergreife ihn. Es hilft nichts. Wir müssen durch die Angst, um diese Matrix zu erkennen und zu durchbrechen. Angst ist keine Realität. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du da bist und bis zum nächsten Mal. Es ist sehr, sehr wunderschön, dass du mir bis hierher gefolgt bist. Bis dann. Tschüss.